Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA. Heute geht es um, ja, wie die meisten von euch erwartet haben, eine schwarze Dampflokomotive, und zwar das aktuelle, gerade erst angekündigte Sondermodell von Märklin, die Litra E, Bau- oder Betriebsnummer 991. Die habe ich allerdings erst heute bekommen. Jetzt wäre es ein bisschen vermessen, wenn wir da sofort ein komplettes Review machen, über alles sprechen, wo ich sie vielleicht gerade erst 2-3 Mal auf meiner Anlage im Kreis habe fahren lassen hier. Darum machen wir heute erstmal das, was man direkt machen kann. Wir sprechen über die Historie der Baureihe und warum die eigentlich als so besonders und ikonisch angesehen wird und ob das auch tatsächlich haltbar ist, dass es sich um eine besondere Bauart und besondere Baureihe handelt. Und das werden wir heute hier einmal machen. Das komplette Review wird es dann ein bisschen später geben. Das mache ich ja immer sehr gewissenhaft und da brauche ich einfach ein bisschen Zeit. Das heißt, voraussichtlich irgendwo 7 bis 14 Tage, denke ich, wird das dauern. Es war ja auch gar nicht eingeplant. Mir war das ja auch nicht angekündigt, genauso wie euch nicht, dass es dieses Modell geben wird. Und so als Sneak Preview quasi vor dem kompletten Review. Es ist eine traumhafte Lokomotive. Das ist mein erster Eindruck nach 4 Stunden mit dem Modell. Traumhaft, absolut traumhaft, hervorragend umgesetzt und macht richtig, richtig Spaß auf dem Gleis. Heute geht es aber um das Original. Da habe ich uns ein bisschen was mitgebracht, wie immer hier viel Papierkram, ein Lokkompass noch mit dazu und auch ergänzend noch eine zweite Lok, die uns auch noch ein bisschen weiterhelfen wird, auf dem Weg zu ergründen, was steckt da eigentlich technisch hinter, ist es wirklich besonders und was waren vielleicht auch die Gründe, dass es eben als so besonders gesehen wurde. Grundsätzlich ist ja erstmal die Frage, was haben wir da vor uns? Bei DSB-Loks kann man diesen Typenkompass da relativ einfach und schön immer verwenden. Ja, und da gibt es hier eigentlich so eine kleine Seite, auf der ein bisschen was geschrieben wird. Und alleine daraus würde ich jetzt noch nicht mal mitnehmen, dass es so eine unglaublich besondere Baureihe für die dänische Seele oder für die dänische Staatsbahn auch ist. Ja. Im Endeffekt steht hier aber auch sehr, sehr viel drin. Das könnt ihr auch im Internet nachlesen. Wie schnell war die Lokomotive? Etwa 110 km/h. Wie viel hat sie gewogen? Alle diese ganzen Sachen. Das verlinke ich euch alles auch nochmal unten unter dem Video, denn das sind die Sachen, auf die wir heute weniger eingehen. Wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen über die Technik, die in dieser Lokomotive verbaut ist. Dazu muss man wissen, es handelt sich eben nicht ursprünglich um eine dänische Lokomotive, sondern das sind Lokomotiven, die wurden zugekauft, als sie schon eine relativ lange Betriebsdauer hinter sich hatten, aus Schweden. Die wurden nämlich ursprünglich in Schweden gebaut, zu der Zeit, als in Deutschland hier unsere Vorfahren schwer beschäftigt waren mit dem Kampf im Ersten Weltkrieg, nämlich so 1914 bis 17, hat man in Schweden diese Lokomotiven gebaut bzw. ausliefern lassen und in Summe auch nur 11 Stück. Also es waren noch nicht mal viele. Trotzdem ist diese Lokomotive ja sehr berühmt geworden am Ende. Aber erstmal wurden nur 11 Stück gebaut, beziehungsweise erstmal wurde auch nur eine gebaut. Und da wurde getestet, ob diese Lokomotive überhaupt die Bedürfnisse der schwedischen Staatsbahn erfüllt. Das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, denn es handelte sich um eine Kombination aus verschiedenen eher modernen Technologien damals. Das erste ist die Anordnung der Radsätze hier gewesen. Da kann man sagen, ist die besonders, ja oder nein? Nein. Die ist nicht besonders, sondern sie ist sehr stark ausgerichtet auf die Zielsetzung der Lokomotive, nämlich es ist eine sogenannte Pazifik- oder Pacific-Anordnung. Das heißt, wir haben vorne ein Doppeldrehgestell, wir haben 3 gekuppelte Achsen und wir haben dann nochmal unter dem Fahrerkabinchen hier eine weitere Achse zur besseren Gewichtsverteilung. Diese Aufteilung an Achsen nennt man eben Pacific. Man kann sie auch nennen 2, 3, 1.
Also 2 Achsen, 3 Achsen, eine Achse, auch das geht. Ja, man kann sie auch 2C1 nennen, weil C quasi für 3 angetriebene Achsen dann steht. Ändert alles nichts daran, dass diese Auslegung der Radsätze ein spezielles Muster hat und einen speziellen, man könnte sagen, Sweet Spot, in dem sie sich bewegt. Und das ist Schnellzuglokomotive. Man hat im Vergleich jetzt weniger Anfahrtzugkraft, als wenn man ganz, ganz viele kleine gekuppelte Antriebsräder hätte, was ihr oft bei Güterzügen seht zum Beispiel oder bei Güterzuglokomotiven. Was wir hier haben ist, wir haben die Möglichkeit, relativ schnell zu fahren. Weil natürlich durch die ganzen Fliehkräfte, durch die ganzen Bewegungen, die bei einer Dampflokomotive stattfinden, die Menge der Zylinderbewegungen pro Minute oder pro Stunde, je nachdem, wonach ihr es berechnen wollt, eine gewisse natürliche Grenze hat, ab wann einfach die Fliehkräfte zu hoch werden. Und dann habe ich natürlich eine Konstruktion, die sagt, pro so und so viel Zylinderbewegung hast du eine Radumdrehung. Und wenn diese Räder ziemlich groß sind, haben sie einen ziemlich großen Durchmesser. Das bedeutet, eine Radumdrehung legt eine höhere Strecke zurück. Und wenn man das Ganze dann am Ende ausrechnet, kann man eben mit größeren Treibrädern deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen als mit kleineren. Soweit die Logik dahinter. Natürlich überträgt man dann aber auch die Kraft des Zylinders auf einen längeren Weg und hat deswegen weniger Zugkraft. Ansonsten hat man die gleiche Kraft bei einem kleinen Rad auf einen kürzeren Weg ausgelegt und hätte dadurch dann mehr Zugkraft. Das ist also das Grundprinzip, was ihr immer seht zwischen Lokomotiven quasi im Güterzugbereich, bei den Dampflokomotiven und eben im Personenschnellzugverkehr. Heißt also, wir haben hier erstmal eine Lokomotivenanordnung, die auf eine Schnellzuglokomotive hindeutet. Tatsächlich ist das Pacific-Prinzip, die Pacific-Anordnung auch quasi der Standard geworden. War es zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt, aber ist der Standard geworden für für Schnellzug-Dampflokomotiven. Heißt also zum Beispiel die Baureihe 01 von der Deutschen Reichsbahn, aber auch diese Mallard-Lokomotiven, die ihr vielleicht kennt aus England zum Beispiel, aber auch im Französischen. Überall waren die Schnellzuglokomotiven und auch die Rekordlokomotiven, die also Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt haben, diese Pacific-Anordnung. Also ich habe für eine ausreichende Zugkraft habe ich 3 gekuppelte Achsen, für eine bessere Gewichtsverteilung und damit die Chance, auch einen größeren, ja im Endeffekt überhaupt eine größere Lokomotive zu bauen. Mit mehr Gewicht habe ich hinten nochmal die weitere Achse und für eine optimale Spurführung für hohe Geschwindigkeiten habe ich vorne dieses doppelte Drehgestell. Also das war die mehr oder weniger Standard-Pacific-Anordnung, heißt also hier ist jetzt nichts Besonderes, sondern sagt einfach, wir haben eine Schnellzuglokomotive vor uns. Gut, nächster Punkt, was auch immer als besonders bei dieser Lokomotive betitelt wird, seht ihr hier vorne. Das ist die Rauchkammertür, seht ihr jetzt hier wunderbar im Schatten vor meinem Hemd, die eben nicht gerade ist, sondern spitz und genauso hier das Führerhäuschen, soweit ihr das hier sehen könnt, also den Fahrstand, der eine stromlinienförmige, spitz zulaufende Form hat. Ist das besonders? Auch nicht wirklich. Also konstruktionstechnisch ist das tatsächlich noch nicht mal wirklich besonders, denn wir haben hier mal ein Beispiel, eine Baureihe 18.4 und auch da seht ihr vorne diese spitze Rauchkammertür und hier hinten die spitz zulaufenden Führerstandsfenster. Und wenn ich diese beiden Lokomotiven jetzt hier für euch mal nebeneinander stelle, die eine steht jetzt mit Absicht ein bisschen tiefer, sodass ihr das auch sehen könnt, seht ihr eigentlich eine zumindest von der oberen Bauform her, also Kessel, Rauchkammertür, Führerstand, Fahrstand, mehr oder weniger identische Lokomotive. Das heißt also, das Grundkonstruktionsprinzip der Reihe E, wenn man jetzt sagt, also Radsatzanordnung, Gesamtaufbau der Lokomotive,
ist nicht so hyper besonders, sondern ist eine klassische Schnellzuglokomotive aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg. Das sind die Arten Lokomotiven, wie zum Beispiel auch diese bayerische Hochachse oder so, die gemeinhin als die schönsten bezeichnet werden. Und das finde ich persönlich auch. Die haben ein wirklich ganz, ganz tolles Farbbild einerseits. Sie sehen aber auch richtig, richtig schick aus und sie haben einfach so eine gewisse Eleganz. Und deswegen sind das wirklich auch aus meiner persönlichen Sicht sehr schöne Lokomotiven. Aber man muss jetzt die Kirche im Dorf lassen und sagen, die Litra E, wie sie später eben bei der dänischen Staatsbahn hieß, ist jetzt, was die Konstruktionsprinzipien erstmal angeht, ein ganz, ganz klassischer Vertreter der Schnellzuglokomotiven eben nach der Jahrhundertwende im frühen 20. Jahrhundert. Also bisher erstmal nichts Besonderes. Jetzt gibt es allerdings eine Besonderheit und das ist die Art des Antriebes bei dieser Lokomotive. Da kommen nämlich mehrere Dinge zusammen. Es ist erstmal eine sogenannte Vierzylinder-Lokomotive oder eine Verbunddampflokomotive, kann man auch sagen. Was heißt das? Verbunddampflokomotive bedeutet, man hat nicht nur einen Zylinder pro Seite, wie bei einer, sagen wir mal, ganz normalen klassischen Dampflokomotive, sondern man hat einen Verbund aus, in dem Fall hier 2 Zylindern pro Seite, einen Hochdruck- und einen Niederdruckzylinder. Bedeutet, das ist so eine Art Abgasdoppelverwendung eigentlich. Das heißt, der Dampf wird nicht nur einmal verwendet und dann geht er raus aus der Lokomotive, sondern er wird erst im Hochdruckzylinder verwendet und dann geht er weiter an den Niederdruckzylinder, wird also doppelt verwendet. Und das war eine vergleichsweise neue Technologie, die um die Jahrhundertwende eingeführt wurde und dann in die Breite quasi gegangen ist, allerdings auch nicht bei jeder Eisenbahnverwaltung, zum Beispiel jetzt die preußische Eisenbahn, also die königlich preußische Eisenbahnverwaltung und eben auch später die Deutsche Reichsbahn fanden diese Verbunddampflokomotiven einfach ein bisschen zu aufwendig von der Wartung her. Aber was ganz, ganz klar war, ist, durch diese doppelte Verwendung des Dampfes konnte eben die Dampfmenge, die man brauchte, um eine gewisse Energie und damit Geschwindigkeit und Vortrieb zu erzeugen, reduziert werden, weil man ihn ja doppelt verwendet hat. Und je nachdem, womit man es verglichen hat, also wenn man jetzt sagt, ich vergleiche diese, sagen wir mal, Hochtechnologie Vierzylinder Verbunddampflokomotive mit einer ganz, ganz normalen Nassdampf-Zweizylinder-Lokomotive, hatte man für den gleichen Arbeitsaufwand bis zu 25% weniger Kraftstoffverbrauch. Und das ist wirklich eine Ansage, wenn ihr euch das vorstellt. Jetzt 1/4 weniger Kraftstoffverbrauch, das ist echt eine Menge. Gerade so in dem Umfang bei einer gesamten Eisenbahngesellschaft oder einer staatlichen Eisenbahngesellschaft sogar, macht das ja eine Menge aus, 1/4 weniger Verbrauch. Das ist natürlich nur, wenn man das mit der ganz, ganz alten Technologie vergleicht. Wenn man jetzt eine Heißdampf-Zweizylinder-Lokomotive daneben stellt und die gleiche Arbeit verrichten lässt, ist die Verbrauchseinsparung nur noch bei 10 bis 15%. Aber auch das ist eigentlich eine ganze Menge. 15% mehr oder weniger Verbrauch, das macht schon einen Unterschied. Allerdings wird das Ganze ja auch erkauft mit anderen Nachteilen. Also es gleicht sich ja immer aus. Es gibt kaum etwas auf dieser Erde, was nur Vorteile hat. Meistens ist es ja irgendwie eine Kombination aus Vorteilen, Nachteilen. Und man muss dann schauen, was ist das Abgewegte für mich, was am besten an der Situation passt. Heißt jetzt, bei einer Vierzylinder-Verbund-Lokomotive habe ich auch Nachteile, die ich in Kauf nehme. Das erste ist, dass ich natürlich mehr Wartung habe. Das ist so die einfachste logische Schlussfolgerung erstmal, weil ich mehr Zylinder habe, mehr bewegliche Teile, all diese ganzen Sachen. Das heißt, ich habe einfach einen höheren Wartungsaufwand. Das, was auch noch dazu kam, war, dass der Wartungsaufwand komplizierter wurde. Also nicht nur mehr, sondern auch komplizierter, weil die Zylinder 2 Stück außen an der Lokomotive waren,
in den meisten Fällen oder in vielen Fällen zumindest und dann in der Mitte davon nochmal 2 Zylinder angeordnet. Und dafür jetzt mal wieder unser Beispiel hier. Ein Zylinder außen und dann seht ihr hier vorne in der Mitte diese beiden Stangen, die da rauskommen. Das sind natürlich hier im Modell einfach nur die Kolbenstangen für die beiden innenliegenden Zylinder. Das heißt also, man hatte quasi immer ein Zylinderpaar aus einem innen- und einem außenliegenden. Und an die innenliegenden kam man natürlich nur sehr, sehr schwer ran in der Wartung. Die außenliegenden ja relativ einfach. Das war also ein gewisser Nachteil. Ein Vorteil war allerdings, neben dieser höheren Effizienz, dass, wenn man das vom Verbinden quasi der Kolben zu den Kuppelachsen richtig gemacht hat, also dass quasi alle 4 Zylinder nacheinander quasi einen Arbeitsschritt durchgearbeitet haben, wie heute zum Beispiel ein Viertaktmotor das macht, hat man eine hohe Laufruhe erreichen können und brauchte auch vergleichsweise wenig Gegengewichte an den Rädern selbst. Also diese großen Gegengewichte, die ihr oft an den Lokomotivrädern seht, sind dazu da, um quasi die Unwucht auszugleichen, die ich habe, wenn ich nur 2 Zylinder habe, die immer so Rumpf, 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 Rumpf an den Radsätzen ziehen. Und damit ich da keine Unwucht habe, die entsteht, brauche ich ein Gegengewicht, was das quasi ausbalanciert. Wenn ich eine 4-Zylinder-Lokomotive habe, die eben sauber konstruiert ist, brauche ich das fast gar nicht mehr, weil sich das alles aufhebt und ich eine sehr, sehr hohe Laufruhe erreichen kann. Allerdings ist es gar nicht so leicht, das so zu konstruieren, weil natürlich die Hochdruckzylinder quasi viel, viel mehr Energie bekommen und diese Energie dann rausziehen ja aus dem Dampf und der Dampf dann weitergeht an den Niederdruckzylinder, der quasi eine größere Dampfmenge eigentlich braucht, um die gleiche Energie zu erzeugen. Und sonst hatte ich ja wieder eine Unwucht, wenn ich da unterschiedliche Kräfte habe. Der Faktor ist bei einigen oder nicht bei einigen, bei dem, was ich gefunden habe, ist der Faktor eigentlich 3:1. Das heißt also, der Niederdruckzylinder muss ungefähr 3-mal so groß sein wie der Hochdruckzylinder, damit sich das ungefähr ausgleicht. Da gab es dann verschiedene Varianten von. Entweder wirkt das eben alles auf eine gekuppelte Achse oder es wirkt auf 2 dieser Kuppelachsen. Aber im Endeffekt kann man das so konstruieren, dass sich das ausgleicht. Ist das, was verbaut ist in der Reihe E? Nein, tatsächlich nicht. Denn in der Reihe E wurde es nochmal anders umgesetzt, nochmal spezieller. Zu dem Zeitpunkt gab es nämlich eine weitere Entwicklung aus den USA, das System Vauclane. Also ich weiß nicht, ob das exakt so ausgesprochen wird, aber es wird so geschrieben. Und das Ganze geht zurück auf den Namen des Konstrukteurs. Das heißt also, bei den Baldwin Locomotive Works, also der großen Baldwin Lokomotivschmiede in den USA, arbeitete Herr Vauclane als erst Ingenieur, später Chefingenieur. Und der hat ein Prinzip entwickelt, wie man den Hoch- und Niederdruckzylinder quasi in einen Zylinder kombiniert. Also dass man eigentlich aus einer 4-Zylinder-Dampflokomotive mehr oder weniger wieder eine 2-Zylinder-Dampflokomotive macht mit dem gleichen Prinzip. Das heißt also, ich habe eine gemeinsame Gussform und in dieser gemeinsamen Gussform befinden sich sowohl der Niederdruck- als der Hochdruckzylinder. Rein theoretisch sollte das dafür sorgen, dass ich einerseits die Vorteile habe in der Effizienz, weil ich den Dampf 2-mal verwende, andererseits aber den Nachteil in der Wartung nicht habe, weil die Wartung genauso leicht ist, denn beides befindet sich außen an der Lokomotive. Ich habe also keine Zylinder, die irgendwo innen liegen. Und es handelt sich de facto um ein großes Baustück, um das ich mich kümmern muss dann und nicht eben verschiedene, die irgendwo angeschlossen sind. Und das Ganze wird allerdings erkauft mit ein paar Nachteilen. Ich habe es ja eben gesagt, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und zwar brauchte man ein sogenanntes Kreuzkopfsystem, was also dafür sorgte, dass ich 2 Zylinder habe, die auf eine Stange wirken, die dann wiederum eben
die Lokomotivräder antreibt. Das sorgt dafür, dass dieser sogenannte Kreuzkopf, der sich also die ganze Zeit hin und her bewegt, eine relativ hohe Abnutzung hat, was auch wieder die Wartung erhöht. Also ich habe quasi immer irgendwie Nachteile, die ich reinbringe, um andere Nachteile auszugleichen. Und was auch noch ein Problem, in Anführungszeichen Problem dann ist, dadurch, dass eben die beiden Zylinder auf eine Kolbenstange wiederum wirken und damit an der gleichen Stelle ansetzen, kann man nicht wie sonst bei einer Vierzylinder-Dampflokomotive diesen ausgleichenden Effekt hinbekommen, dass quasi jede Phase der Zylinderbewegung zugeordnet ist zu einer bestimmten Anordnung an der Treibachse, sodass man eine relativ kontinuierliche Bewegung hat. Das funktioniert eben nicht, wenn beide Zylinder quasi wieder auf die gleiche Stange greifen. Dann habe ich immer quasi wieder den Effekt, dass ich ausgleichende Gewichte brauche. Das heißt also, wir haben da so eine gewisse Mischung aus einer Zweizylinder- und einer Vierzylinder-Lokomotive von der Technologie her. Das war eben auch nicht so lange populär tatsächlich, denn am Ende war es so, dass man so viele Nachteile und Vorteile immer wieder ausgeglichen hat, dass man mit einer sehr, sehr hochwertig konstruierten Zweizylinder-Heißdampflokomotive fast auf die gleichen Werte kam wieder. Und diese ganzen, ich gleiche das eine durch das andere aus mit weniger Wartung und so weiter, die ganzen Faktoren einfach nicht hatte, sondern eine sehr einfache Konstruktion, ein sehr einfaches Prinzip. Heißt also, wir haben in dem Hinblick schon eine spezielle Lokomotive, und zwar in der Kombination. Wir können uns das ja hier nochmal angucken, wie das hier im Modell auch dargestellt ist. Hier vorne seht ihr diesen Zylinder. Ihr seht, das Dicke, was ihr da seht, ist de facto eigentlich der Niederdruckzylinder. Darüber das kleine, wo dieses Frichs draufsteht, als quasi Firmensymbol. Das ist so in etwa der Hochdruckzylinder. Der ist allerdings in dem gleichen ja hier mit eingebaut. Und dann seht ihr, wie sich die Stangen hier fortsetzen, eben mit dem Kreuzkopf, um dann hier an die Kuppelstange zu gehen, die eben die ganze Zeit diese Bewegung macht und dann angetrieben wird. In der Kombination ist es also schon eine besondere Konstruktion. Ich habe also ein sehr klassisches Schnellzugprinzip bei der Anordnung der Radsätze. Ich habe einen sehr klassischen Gesamtaufbau der Lokomotive, sehr elegant, wunderschön gemacht. Und ich habe dann ein zum damaligen Zeitpunkt Hightech-System, dieses Vauclin-System für die Zylinder. Das Ganze wurde ausprobiert in Schweden und man war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und zwar so zufrieden, dass man noch 10 weitere Lokomotiven gebaut hat und die dann die nächsten 20, 22 Jahre sehr erfolgreich im Schnellzugbetrieb in Schweden eingesetzt hat. Bis man eben in den 30ern in dieses Thema Elektrifizierung reingegangen ist und die Lokomotiven dann loswerden wollte, weil man sie einfach nicht mehr brauchte. Und weil natürlich selbst mit Wasserkraft erzeugter Strom einfach noch günstiger ist als eine super effiziente Dampflokomotive. Die Dänen hatten diese Situation nicht. Elektrifizierung in Dänemark nochmal ein anderes Thema, ist ja selbst bis heute nicht durchgehend dort. Und die haben sich natürlich sehr gefreut, dass sie diese Lokomotiven kaufen konnten, denn das waren auch in den 30ern vom Grundprinzip her immer noch sehr, sehr effiziente, moderne Lokomotiven. Also die Technik hatte sich da zwar weiterentwickelt, aber die grundsätzliche Zusammensetzung einer Pacific-Lokomotive mit 4 Zylindern und dieser ganzen Anordnung, das war schon sehr, sehr effizient, auch 20, 25 Jahre später noch. Passte also richtig, richtig gut ins Konzept. Und weil die Pacifics ausgerichtet sind für lange, flache Strecken, in Dänemark natürlich super, denn da hat man quasi ja fast nur flache Strecken, außer so ein bisschen hügeligen Strecken vielleicht irgendwo noch in Jütland. Da man kurzfristig in Dänemark zusätzliche Traktion brauchte, war das wirklich das Mittel der Wahl. Eigentlich war man gerade dabei, auf Diesel umzustellen. Man war also dabei, die sogenannten Schnell- oder Blitzzüge, diese Lyntogs, zu
nicht zu ersetzen, aber teilweise zu ergänzen durch DSB MO, habe ich ja auch schon mal vorgestellt, vor ungefähr einem Jahr. Das ist also so ein spezieller Triebwagen, der eigentlich aussieht wie ein bisschen besserer Schienenbus, war aber tatsächlich von der Technik her eben ein damals hochmoderner Dieseltriebwagen, der einen Ganzzug eigentlich bilden konnte aus bis zu 6 Einheiten. Also vom Gedanken her zwar langsamer, aber schon fast wie heute eben die verschiedenen Triebzüge wie ein ICE oder so mit Durchgang, Mittelgang und all diesen ganzen Sachen. War schon technisch ziemlich cool, was man da auf die Beine gestellt hat. Aber man braucht eben kurzfristig mehr Traktion und konnte nicht so die 1, 2 Leuchtturmprojekte, die man hatte, auf die man sich dann irgendwie verlassen wollte. Und da kamen diese Lokomotiven erstmal eigentlich nach Dänemark. 1937 wurden umgebaut, auf dänische Standards umgerüstet. Alle diese ganzen Sachen. Dann eingesetzt vor Schnellzügen. Sehr beliebt, sehr erfolgreich. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg wurde ja 1940 im Rahmen der Operation Weserübung, das ist ja auch so eine Operation Weserübung, also eigentlich war es der Überfall auf Norwegen und Dänemark. Und da war es so, dass die dänische Staatsbahn eben unter Besetzung durch die deutsche Wehrmacht keine Dieseltraktion mehr nutzen konnte, weil eben kein Diesel dafür da war. Das heißt, man hat komplett wieder auf Dampftraktion setzen müssen und die dänische Staatsbahn musste viel transportieren. Denn sie wurde natürlich eingesetzt als quasi der lokale Transporteur. Und dafür wurden gerne dann eben auch diese Lokomotiven der Baureihe E verwendet, gerade für zum Beispiel jetzt die Urlauberzüge, die also quasi nach Deutschland zurückfuhren aus Dänemark oder eben Soldaten wieder zurückbrachten aus Deutschland. Alle diese Sachen wurden gerne von Baureihe E-Zügen der dänischen Staatsbahn gezogen. Tatsächlich sind im Zweiten Weltkrieg auch 1942, 43 bis 45 einige von diesen Litra E, von den 11 Stück, die man hatte, angegriffen worden, zum Beispiel durch Flieger der Alliierten und teilweise eben auch dann außer Gefecht gesetzt worden für zumindest einen gewissen Zeitraum. Und man war dann so weit tatsächlich, dass man 1942 ja noch gar nicht wusste, wie geht es jetzt weiter. Also heute wissen wir, 1945 war der Krieg verloren. Das wusste man aber 1942 noch nicht. Das heißt also, die dänische Staatsbahn war in der Situation, wir brauchen mehr Lokomotiven, wir brauchen Dampflokomotiven, denn Diesel dürfen wir nicht machen und wir haben ganz, ganz viele Diesel-MO-Züge zum Beispiel abgestellt, die wir jetzt nicht mehr benutzen können gerade. Was machen wir also? Man hatte jetzt gute Erfahrungen mit der Baureihe Litra E gemacht und hat sich dann überlegt, na gut, dann bestellen wir davon halt mehr, beziehungsweise bauen uns die selber, denn in Dänemark gab es die Lokfabrik Frichs und diese Lokfabrik Frichs war quasi so der Haus- und Hoflieferant der dänischen Staatsbahn, auch später noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die waren in der Lage, solche Lokomotiven selbst zu bauen. Das heißt, man hat erstmal 25 Stück dort bestellt. Die Firma Frichs hat sich dann die Originalunterlagen aus Schweden organisiert, die ja schon 30 Jahre früher diese Lokomotiven gebaut haben. Das ist ja, wir sprechen jetzt, wir sind 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg. Und in Dänemark sagt man, Mensch, wir bauen hier eine Lokomotive nach den Bauplänen von 1914 nach. Das ist schon so ein gewisser Anachronismus, zeigt aber auch, wie zeitgemäß diese Lokomotiven zu dem damaligen Zeitpunkt 30 Jahre später tatsächlich noch waren. Also man hat sich die Originalunterlagen von 30 Jahre vorher aus Schweden organisiert und hat dann angefangen, diese Lokomotiven zu bauen. Man musste allerdings die Unterlagen nochmal komplett wieder neu aufzeichnen, denn zum Beispiel waren die Toleranzen, die damals verwendet wurden beim Bau, innerhalb dieser Unterlagen gar nicht genannt. Das heißt also, da hat man quasi das Idealmodell hingemalt, aber nicht, welche Toleranzen dann zum Beispiel möglich waren. Und deswegen musste man bei Frichs das alles neu konstruieren. Es gibt ein paar Unterschiede konstruktiv von den dänischen zu den schwedischen Modellen. Und zwar ist es so, dass in dem Zeitraum zwischen 1914 und 1942 neue Technologien eingeführt wurden. Unter anderem war es
möglich und üblich, dann Dinge zu schweißen und nicht mehr zu nieten. Das heißt also, die 11 schwedischen Lokomotiven haben einen genieteten Wandtender, die dänischen Lokomotiven haben einen geschweißten, um mal so ein großes Beispiel zu nennen. Und dann gibt es einen weiteren Dampfdom, das ist der hintere hier. Also hier vorne ist Sandkasten und Dampfdom in einem und hier der da, wenn das eine Reihe E ist und die hat diesen Pöppel hier, dann ist das eine dänische von Frichs, denn die schwedischen haben den nicht. Und damit wurde eigentlich ab 1942 die Reihe E wirklich dänisch, denn dann waren es in Dänemark gebaute Lokomotiven. Und tatsächlich war auch der Großteil der Lokomotiven dann ja in Dänemark gebaut. Interessanterweise durften die Dänen sogar mit Priorität diese Lokomotiven bauen. Eigentlich sollte Frichs Lokomotiven der Baureihe 44 fertigen. Das war die eigentliche Aufgabe, die quasi aus dem Deutschen Reich ins besetzte Dänemark gegeben wurde. Baut Baureihe 44 Lokomotiven, die brauchen wir, und zwar schnell. Und interessanterweise wurden aber erst die hier gebaut. Warum? Die Dänen haben interessant argumentiert. Sie haben der deutschen Eisenbahnverwaltung gesagt, wenn ihr uns die Lokomotiven gebt, wir die bauen lassen dürfen bei Frichs, dann können wir euch andere Lokomotiven, die wir von euch gerade bekommen haben, nämlich zum Beispiel Baureihe 44 und Baureihe 42 Lokomotiven, wieder zurückgeben. Die brauchen wir dann nicht mehr, weil wir dann ja wieder eigene Loks haben. Und das wurde tatsächlich so akzeptiert. Jetzt muss man sich natürlich auch so ein bisschen fragen, das scheint mal wieder so eine typische Behördenlogik auch im Krieg dann gewesen zu sein, im Sinne von Frichs soll jetzt Lokomotiven der Baureihe XYZ bauen und auf der anderen Seite hat man in Dänemark nicht genug Loks. Deswegen gibt man dann quasi welche von denen wieder zurück. Also ist schon wieder so eine ganz interessante Geschichte. Man wird heute wahrscheinlich gar nicht mehr rausfinden, was eigentlich wirklich so der Hintergrund war. Aber selbst im Krieg konnten diese Loks hier gefertigt werden, was eigentlich ein Novum war, weil ihr könnt euch vorstellen, ansonsten in den besetzten Ländern wurde natürlich nur das gefertigt, was die Deutschen wollten und nichts anderes. Insofern auch hier eine gewisse Besonderheit. Das führt uns jetzt aber alles erstmal zu dem, warum ist diese Lokomotive eigentlich so besonders oder was macht sie so besonders? Denn das Modell, was wir hier jetzt haben, die 991, um mal konkret die zu nennen, ist eben so eine dänische Konstruktion. Die hier wurde ausgeliefert 1947. Das heißt, wir sind hier immer noch bei einer Schnellzuglokomotive, Konstruktion 1914. Da wurde das Ganze designt und gebaut wurde sie dann 1947. Also das ist immens, dass man eigentlich zu dem Zeitpunkt noch Dampflokomotiven gebaut hat, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Gut, aber die waren eben beauftragt, man war sehr zufrieden damit und sie stellten immer noch technisch einen sehr, sehr hohen Standard dar. Die 991 wurde also 1947 gefertigt, war dann im Einsatz etwa 20 Jahre lang und ist dann Anfang der 70er an das Eisenbahnmuseum in Dänemark gegangen, wo sie eben auch jetzt zum Beispiel ja noch heute sichtbar ist, obwohl sie jetzt, glaube ich, aktuell gerade renoviert wird. Aber sie wurde sehr, sehr lange für Sonderfahrten eingesetzt. Und da kommt bei dem speziellen Modell auch so der ikonische Status her. Denn man muss wissen, in Dänemark ist eine Monarchie, das wisst ihr, denke ich, alle, ist die Monarchie sehr positiv belegt. Also es ist so ein bisschen, wenn man jetzt sagen würde, die britische Monarchie, das sind so die Flodders oder sowas, ja, dann ist die dänische Königsfamilie quasi die netten Nachbarn von dem an. Das heißt also, man hat dann eine sehr, sehr positive Einstellung zur Monarchie in Summe. Und das führt dazu, dass das, was zum Beispiel vom Königshaus positiv gesehen wird und gemocht wird, von vielen in der Bevölkerung auch so gesehen wird und gemocht wird. Und speziell die Dampflokomotiven der Baureihe E, die hatten das dem alten König Frederik in Dänemark angetan. Der war ein Eisenbahnfan und der hatte diese Baureihe E ins Herz geschlossen. Und hatte dann gesagt, für seine eigene Beerdigungszeremonie möchte er, dass sein Sarg transportiert wird von einer dänischen Dampflokomotive der Baureihe E.
Jetzt fragen sich einige, warum sollte der Sarg denn mit der Bahn transportiert werden? Dazu muss man wissen, in Dänemark ist quasi der Sitz des Königshauses in Kopenhagen, der Hauptstadt. Aber die eigentliche alte Königsstadt aus dem Mittelalter, das ist die Stadt Roskilde. Und dort werden auch schon seit vielen hundert Jahren im Dom zu Roskilde die Könige beigesetzt. Das heißt also, es gibt dann immer eine Prozession, einen Zug von Kopenhagen nach Roskilde und der Frederik hat quasi dann gesagt, er möchte das eben nicht mit irgendeiner Diesellokomotive oder sowas, sondern das soll eben ein Sonderzug sein mit einer Dampflokomotive der Reihe E. Man hat dann zur Sicherheit noch ein paar andere Lokomotiven auch gehabt, damit das auf jeden Fall funktioniert. Aber am Ende war es so, dass das eben eine Baureihe E auch tatsächlich gezogen hat. Und das Ganze wiederholte sich dann knapp 30 Jahre später. Und zwar bei der Beerdigung der Königin Mutter Ingrid, die also die quasi Frau von dem Frederik war. Und zwar im November 2000. Und da war dann auch wieder die Dampflokomotive E100 oder die E991. In dem Fall bei dem Frederik in den 1970ern waren es die E978 und E994, die diesen Zug gezogen haben. Und 2000 war es dann die 991. Aber das war quasi so die Baureihe E, die eben einerseits vielen denen bekannt war als quasi so die Schnellzuglokomotive schlechthin, die dann aber quasi durch diese Sonderzüge, die sie gezogen hat, sei es bei der Beerdigung der königlichen Hoheiten, aber sei es auch eben zu anderen besonderen Gelegenheiten, weil man diese Lokomotiven eben hatte dann, sich so ins Herz der Dänen quasi katapultiert hat. Und das macht die Lokomotive eigentlich auch zu dem, was sie ist. Das heißt also weniger das Technische. Da hat man natürlich jetzt diese spezielle Zylinderanordnung, die sie technisch hervorhebt. Aber ansonsten ist es tatsächlich eigentlich die Tatsache, was die Lokomotive gemacht hat und was sie symbolisiert und nicht das, was sie quasi konstruktiv ausmacht, was sie hier so besonders macht. Das ist ganz interessant, denn bei den meisten Eisenbahnmodellen ist es ja so, dass man sagt, das ist konstruktiv was ganz Besonderes. Hier ist es tatsächlich so, dass es konstruktiv zwar Besonderheiten gibt, aber die eigentliche Besonderheit in der Historie dieser Baureihe steckt, dass sie quasi so die Seele der dänischen Eisenbahn in gewisser Weise dann ist. Das soll es auch für heute schon zu dem Modell bzw. zu dem Original gewesen sein. Ich finde persönlich eine sehr, sehr interessante Historie. Ich finde auch eine sehr interessante Technik, die in dieser Lok drinsteckt. Und deswegen so etwa 7, maximal 14 Tage werde ich mir jetzt nehmen, um dieses Lokmodell hier auf Herz und Nieren zu testen, um zu schauen, ist denn das wirklich von Märklin sauber und richtig gut umgesetzt worden, was eigentlich diese Lokomotive hier verkörpern sollte. Und da freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und wir gemeinsam hier das komplett machen. Dann mit einem sehr, sehr verkürzten Geschichtspart, weil wir jetzt ja heute schon da fast 45 Minuten drüber sprechen. Kurz vorm Ende noch ein kleiner Hinweis. Wenn du so lange mit dran geblieben bist, dann scheint dich Dänemark ja wirklich zu interessieren. Vielleicht bist du dann auch manchmal in Dänemark im Urlaub. Und in Dänemark macht man im Regelfall im Ferienhaus Urlaub. Das heißt, wenn du ein Ferienhaus buchen möchtest, darfst du das gerne über meinen Partner tun, nämlich dänemark.de und damit meinen Kanal hier unterstützen. Ich habe das unter dem Video auch nochmal verlinkt. Dänemark.de ist nämlich ein Portal, da sind alle Ferienhäuser von allen großen Anbietern gelistet. Das heißt, man braucht gar nicht mehr auf die Seite A, B, C irgendwie selber raufgehen, sondern es reicht, wenn man auf dänemark.de geht, da hat man alle Ferienhäuser auf einmal. Und als ob das nicht schon genug wäre an Arbeitszeit oder sonstiger Zeitersparnis, es gibt auch noch eine Bestpreisgarantie. Das heißt also, die Garantie ist, dass das, was ihr zu dem Zeitpunkt dann bei dänemark.de bucht, auch tatsächlich das günstigste ist, was ihr irgendwo findet. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euren nächsten Dänemark-Urlaub bucht, und zwar
über den Link, der hier unter dem Video verlinkt ist für euch. Denn dann unterstützt ihr hier meine Arbeit auf dem Kanal, denn ich bekomme eine kleine Provision dafür. Also, so viel für heute. Ich habe jetzt eine Verabredung mit meiner Anlage. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.